Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Hallo Vika. Der Mietvertrag für die Wohnung läuft nächste Woche aus. Wir müssen aus dieser Wohnung ausziehen. Nun stellt sich die Frage, ob wir in der Stadt bleiben oder aufs Land ziehen sollen. Willst du denn dein ganzes Leben in Städten verbringen? Du musst doch auch mal eine andere Erfahrung machen. Ich finde, Wohnen auf dem Land wäre schöner als in der Stadt, weil es dort weniger Verkehr gibt. Außerdem ist die Luft besser und es ist mit Sicherheit auch viel leiser als in der Stadt. Keine Baustellen, kein Stau. Bitte Vika, was soll ich auf dem Land machen? Alle Wege sind weit, ob du ins Kino gehen oder vielleicht mal ein Theater oder Konzert besuchen willst. Und wann würden wir dann noch unsere Freunde sehen und mit ihnen ausgehen? Das ist doch kein Argument. Wann gehen wir denn schon abends weg? Dazu sind wir doch immer viel zu müde. Aber wir könnten, wenn wir wollten. Ich lebe doch viel lieber in der Stadt als auf dem Land. Für mich ist es wichtig, dass ich abends mal schnell rausgehen und Freunde treffen oder ins Kino gehen kann. Das ist ein klarer Vorteil der Stadt. Ja, aber was meinst du, wie erholsam es wäre, abends einfach bei einem Glas Wein in unserem Garten zu sitzen? Oder noch einen Spaziergang zu machen. Wir könnten einen Hund haben und eine Katze. Meine Liebe, vergiss bitte nicht, dass ich eine Tierhaarallergie habe. Ja, ist schon gut. Also kein Hund, vielleicht Hühner. Was hast du denn? Hier gibt es auch Parks zum Spazierengehen. Ja, mit Unmengen von anderen Leuten. Wo du auch bist, nie bist du allein. Möglicherweise fühlst du dich auf dem Land sehr schnell zu allein. Und dann die Ruhe. Hier hat man nachts das Gefühl, als würde einem die Straßenbahn über die Bettdecke fahren. Und so ein Häuschen auf dem Land, wo du nur den Wind in den Bäumen rauschen hörst. Vika, du hast vielleicht romantische Vorstellungen. Den Wind hörst du heute nur noch mitten im Wald in den Bäumen rauschen? Und bei aller Liebe, ich ziehe nicht mit dir mitten in den Wald. Ein bisschen Zivilisation hätte ich schon gerne. Das will ich ja auch. Und es sollten natürlich ein paar Geschäfte in der Nähe sein. Aber ich würde auch gern selbst Gemüse im Garten anbauen. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Zeit so ein Garten braucht? Klar, und davon träume ich seit Jahren. Und was machst du, wenn wir in Urlaub fahren? Deine Pflanzen vertrocknen lassen? Da gibt es doch bestimmt nette Nachbarn, die in dieser Zeit den Garten gießen. Mach dir da mal keine Sorgen. Schau doch, jetzt sind wir in einer Viertelstunde im Büro. Wenn wir rausziehen aufs Land, brauchen wir mindestens eine Stunde. Und es kostet entweder Benzin oder ein Zugticket. Aber dafür zahlen wir viel weniger Miete.
Und wenn wir unsere Freunde sehen wollen, laden wir sie einfach übers Wochenende zu uns ein. Das ist dann wie ein Kurzurlaub für sie. Und all die Einkaufsmöglichkeiten hier? Du bist doch diejenige, die so gern shoppen geht. Und all die Einkaufsmöglichkeiten hier? Du bist doch diejenige, die so gern shoppen geht. Da siehst du mal, wie sparsam wir leben werden. Keine tolle Boutique mehr, die mich zum Einkaufen verführt. Dann bin ich halt leider nicht mehr so schick gekleidet. Oh, ich sehe dich schon nur noch in Jeans und alten Pullis rumlaufen, mit Erde unter den Fingernägeln. Oh, ich sehe dich schon nur noch in Jeans und alten Pullis rumlaufen, mit Erde unter den Fingernägeln. Na ja, du wirst ja auch nicht in Anzug und Krawatte den Rasen mähen. Na ja, du wirst ja auch nicht in Anzug und Krawatte den Rasen mähen. Ich werde gar nicht den Rasen mähen. Als ich klein war, lebte ich auf dem Land bei meinen Eltern. Als ich klein war, lebte ich auf dem Land bei meinen Eltern. Ich lasse dich hier in der Stadt allein genießen. Meine Kinder und ich werden auf dem Land leben. Ich lasse dich hier in der Stadt allein genießen. Meine Kinder und ich werden auf dem Land leben. Wenn du deine Meinung änderst, findest du mich und die Kinder in meinem Elternhaus. Wenn du deine Meinung änderst, findest du mich und die Kinder in meinem Elternhaus. Eine Woche später. Guten Abend, Onkel. Guten Tag, Peter. Wie geht es dir? Mir geht es nicht gut, Onkel. Gefällt dir, was Vika gemacht hat? Sie hat die Kinder genommen und mich vor einer Woche verlassen. Gefällt dir, was Vika gemacht hat? Sie hat die Kinder genommen und mich vor einer Woche verlassen. Ich habe mehrmals versucht, sie zu überreden, in der Stadt zu leben, aber sie weigert sich. Ich habe mehrmals versucht, sie zu überreden, in der Stadt zu leben, aber sie weigert sich. Wir werden jeden Tag 2 Stunden auf dem Weg zur und von der Arbeit verschwenden. Wir werden jeden Tag 2 Stunden auf dem Weg zur und von der Arbeit verschwenden. Werden unsere Kinder auf dem Land das gleiche Bildungsniveau in der Stadt finden? Werden unsere Kinder auf dem Land das gleiche Bildungsniveau in der Stadt finden? In der Stadt kann man gute Vorbildung bekommen. Es gibt viele Schulen und Universitäten mit langjähriger Tradition. In der Stadt kann man gute Vorbildung bekommen. Es gibt viele Schulen und Universitäten mit langjähriger Tradition. Ja, Peter, obwohl ich auf dem Land wohne, finde ich dich richtig. Ja, Peter, obwohl ich auf dem Land wohne, finde ich dich richtig. Das Leben in der Stadt wird für euch und die Kinder besser sein. Das Leben in der Stadt wird für euch und die Kinder besser sein. Ich habe einen Vorschlag, von dem ich denke, dass er für euch beide gut wäre. Ich habe einen Vorschlag, von dem ich denke, dass er für euch beide gut wäre. Was hältst du davon, während der Arbeits- und Studienzeit in der Stadt leben? Und am Wochenende verbringt ihr 1 oder 2 Tage hier auf dem Land.
Was hältst du davon, während der Arbeits- und Studienzeit in der Stadt leben? Und am Wochenende verbringt ihr 1 oder 2 Tage hier auf dem Land. Das ist ein großartiger Vorschlag. Aber ich denke, Vika wird nicht zustimmen, in der Stadt zu leben. Das ist ein großartiger Vorschlag. Aber ich denke, Vika wird nicht zustimmen, in der Stadt zu leben. Ich spreche jetzt vor dir zu Vika, und ich bin sicher, dass sie zustimmen wird. Ich spreche jetzt vor dir zu Vika, und ich bin sicher, dass sie zustimmen wird. Vika, als du studierst hast, bist du in die Stadt gezogen, weil es hier keine Universitäten gibt. Vika, als du studierst hast, bist du in die Stadt gezogen, weil es hier keine Universitäten gibt. Niemand kann bestreiten, dass das Stadtleben besser ist als das Leben auf dem Land. Niemand kann bestreiten, dass das Stadtleben besser ist als das Leben auf dem Land. Natürlich möchtest du ein besseres Bildungsniveau für deine Kinder, und das ist in der Stadt erhältlich. Natürlich möchtest du ein besseres Bildungsniveau für deine Kinder, und das ist in der Stadt erhältlich. Außerdem bist du in der Stadt ganz in der Nähe deines Arbeitsplatzes. Außerdem bist du in der Stadt ganz in der Nähe deines Arbeitsplatzes. Ich schlage vor, dass ihr wohnt in der Stadt und das Wochenende hier auf dem Land verbringt. Okay, Papa. Deinem Vorschlag stimme ich natürlich zu. Abonnieren Sie unseren neuen Kanal Deutschprüfungen und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen.